Habt ihr nicht auch manchmal den Alltag satt? Ich heiße Ilka Westermeier und bin der tristen Langeweile entflohen. Ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, da runterzukommen. Bürojob gekündigt, Sachen verkauft und auf in den nächsten Flieger nach Brasilien. Als ehemalige Wrestlerin und Model bin ich jetzt auf der Suche nach meinen persönlichen Weltwundern. Wunderschöne Orte, interessante Länder und Kulturen, Abenteuer. Welches Land könnte dafür besser geeignet sein als Brasilien? Ein Land der Extreme. Wunderschöne Strände, hohe Berge, exotische Tänze, knallharter Kampfsport, Naturparadiese. Mein Weg führt mich über eine der größten Städte unserer Erde, die Millionenstadt Rio de Janeiro. Eine Stadt mit chaotischem Alltag, umrahmt von Naturwundern. Heute versuche ich mal da hochzukommen. Rio de Janeiro war mein Tor zum Naturparadies Ilha Grande, der Insel der Sklaven, Piraten und Strafgefangenen. Nach der langen Flugreise bin ich froh, endlich in Brasilien angekommen zu sein. Raus aus dem ewig gleichen Alltag Deutschlands und rein mitten ins Leben einer fremden Kultur. Was macht Rio eigentlich so einzigartig? Knappe Bikinis und der berühmteste Karneval der Welt? Oder vielleicht das Klima, die wunderschöne Lage und das Lebensgefühl der Cariocas? Ich glaube, die Mischung macht's. Die Stadt mit über 6 Millionen Einwohnern wirkt auf mich wie ein chaotischer Ameisenhaufen, in dem ich mich erst einmal zurechtfinden muss. Um mir die Stadt ein bisschen genauer anzusehen, habe ich schon eine Idee. In Brasilien ist das Motorrad definitiv eine der schnellsten Fortbewegungsmöglichkeiten. Und mit viel Glück und der freundlichen Hilfe einiger Brasilianer ist auch schnell ein passendes Modell gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das beeindruckende Naturgebiet, die 38 Meter hohe Christusfigur oder die schönen Strände, die sicherlich zu den berühmtesten Stränden der Welt gehören. Wow, der Wahnsinn. Die Stadt ist riesengroß. Die fängt da hinten an, so weit kann ich gar nicht gucken und geht bis da vorne. Ich kann gar nicht sagen, wo Rio anfängt und aufhört. Grüne Berge und Parks prägen das Stadtbild. Die Stadt scheint aus dem Wald herauszuwachsen. Der Nationalpark Tijuca ist die größte sich in einer Stadtzone befindliche Waldfläche der Welt. Da unten seht ihr den Stadtteil Urca, einer der berühmtesten Stadtteile hier in Rio. Und da vorne der Felsen, wo gerade der Hubschrauber lang fliegt. Pão de Açúcar. Ich mache mich jetzt auf den Weg in den Botanischen Garten von Rio und schaue mir hier die Pflanzen- und Naturwelt ein bisschen an. Und am Eingang findet man Schildkröten. Schaut euch das an, die strecken alle Viere von sich und scheinen die Sonne wirklich zu genießen. Um mehr über die Landschaft und Pflanzen Brasiliens zu erfahren, gibt es wohl keinen besseren Ort. Einer der berühmtesten Orte hier im Botanischen Garten. Die Palmen hier, die sind über 200 Jahre alt, so alt wie der Park selber. Riesige Bäume. Die Pflanzen hier finde ich sonst nur im tropischen Gewächshaus deutscher Zoos. So viel Grün und Vielfalt habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Es fühlt sich fast so an, als würde man durch den Regenwald selbst laufen. Der Botanische Garten wurde 1808 von Johann VI., König von Portugal und später auch König von Brasilien, gegründet. Der König bekam über Jahre lang botanische Geschenke und Pflanzen aus der ganzen Welt für seine Sammlung. Schaut euch den unglaublich riesigen Baum an, der muss uralt sein. Diese Frucht, die Jacquard, ist fast genauso gefährlich wie die Kokosnuss, denn wenn die vom Baum runterfällt und man steht drunter, kann das tödlich enden. Man sagt sich auch, hätte Isaac Newton damals unter solch einem Baum gestanden, dann hätte er niemals die Schwerkraftstheorie entwickelt. Wenn ich schon mal in Rio bin, dann nutze ich die Zeit auch aus und muss mir ein paar normale Touristensachen angucken. Der Cristo von Rio de Janeiro ist mit seinen 38 Metern Höhe die zweitgrößte Christusstatue der Welt. Hier kann man auch mit dem Hubschrauber hochfliegen und sich das Ganze aus der Luft von der Nähe angucken. Aber das liegt wirklich nicht in meinem Budget. Deshalb muss ich leider zu Fuß laufen.
Über 600.000 Menschen besuchen diesen Ort jedes Jahr. Ich bin angekommen und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man das Ding von unten sieht und jetzt hier oben steht. Total tolle Aussicht von hier. Bei dem Voting einer Zeitschrift mit über 100 Millionen Stimmabgaben wurde der Cristo zu einem der neuen 7 Weltwunder gekürt. Die Bondinho ist eine andere berühmte Attraktion in Rio. Sie ist unglaublich günstig, extrem interessant und bietet einen wundervollen Blickwinkel auf die Stadt. Diese fast schon antike Straßenbahn war eines der ersten und ist heute eines der ältesten Fortbewegungsmittel in Rio de Janeiro. Sie wird heute noch von den Leuten benutzt und kostet nur 60 Cent, also auch eines der günstigsten Fortbewegungsmittel. Die Bondinho fährt in den Stadtteil Santa Teresa, ein Ort, der aufgrund seiner Schönheit und Traditionalität von Künstlern und Schriftstellern nur so wimmelt. Hier auf dem Weg steigen immer mal wieder neue Leute zu. Einige springen einfach runter, die anderen springen einfach drauf, ganz so wie es gerade passt. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, für wie viele Leute das Ding jetzt zugelassen ist. Naja, hoffen wir mal das Beste. Nach meinem kurzen Aufenthalt in Rio muss ich mich langsam aber doch auf den Weg zu Ilha Grande machen. Denn ich will dem Chaos der großen Städte entfliehen, um meine persönlichen Weltwunder zu entdecken. Die Küsten auf meinem Weg gehören mit ihren wunderschönen Stränden, kristallklaren Gewässern und atemberaubenden Landschaften zu den schönsten der Welt. Nach 3-stündiger Reise bin ich fast angekommen. Die Landschaft entlang der Straße vermittelt einen ungefähren Eindruck davon, was mich auf der Insel erwarten wird. Nach meinem ersten Zwischenstopp in Rio de Janeiro bin ich jetzt an meinem zweiten Zwischenziel angekommen, Angra dos Reis. Von hier aus setzen regelmäßig Touristenboote über zu Ilha Grande. Die Ilha Grande ist ein besonders beliebtes Touristenziel. Nicht nur für ausländische Touristen, nicht nur für Amerikaner, Europäer. Besonders bei den Brasilianern ist die Ilha Grande besonders beliebt. Sie ist eines der wenigen belassenen Naturparadiese und dieses Paradies werde ich mir jetzt anschauen. Mein Weg führt mich zum Naturparadies Ilha Grande. Dort muss ich eine Schlafgelegenheit und etwas zu essen finden, um mich auf mein Abenteuer vorzubereiten.